Wie versprochen. Und jetzt ziehe ich jetzt den neuen Bad Boys aus dem Weightlifting Shop. Einen kleinen Praxistest. Mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Zavaleos die Sohle nicht draußen machen kann. Die ist festgeklebt. Jetzt kann man natürlich mit brachialer Gewalt das Ding rausreißen. Ich will sie jetzt nicht rausreißen. Ich mache das jetzt einfach. Moin, Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Schuh-Review und zwar ganz frisch eingetroffen, der Nike Zavaleos. Wollen wir mal kurz reingucken? Ah, nee, noch nicht. So, ich check den natürlich mal so ein bisschen aus, optisch, wie das Material ist, für wen ich ihn empfehlen würde. Und ja, gebt so ein kleines Resümee, eine Art Review ab und das erwartet euch nach dem Intro. Viel Spaß! Also, würde ich sagen, packen wir mal die guten Dinger aus. Zack. Das ist der Nike Zavaleos. Einmal der rechte und der linke. So, den brauchen wir nicht mehr einfach wegtun. Ich gucke mir den jetzt erstmal ein bisschen genauer an. Eins vorneweg, ich muss sagen, der Schuh gefällt mir optisch richtig gut. Das erste, woran ich gedacht habe, als ich ihn ausgepackt habe, war, wow, der sieht aus wie ein Sneaker. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass hier diese verstärkte Außenseite so ein bisschen, das kenne ich von dem Nike-Sneaker und finde ich ziemlich cool. Und dieser Heckspoiler, wie ich ihn gerade getauft habe, kenne ich auch von dem Schuh. Das hat aber tatsächlich einen anderen Grund, dazu kommen wir später. Vielleicht erstmal von der Verarbeitung. Ich habe tatsächlich nur ein, zwei, vielleicht auch drei kleine Klebekleckse gefunden. Das sind bedeutend weniger als bei meinem letzten Review. Da ging es, glaube ich, um den Romaleos 4. Was mir schon mal sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Er macht einen sehr soliden Eindruck. Das hier ist übrigens Oberflächenmaterial, würde ich jetzt mal sagen, was Synthetisches. Aber dennoch stabil. Die Sohle ist logischerweise starr bis hier vorne. Hier vorne lässt sich es knicken. Das ist übrigens bei dem Romaleos 4 genau dasselbe. Der lässt sich auch erst hier vorne knicken. Das Innenleben, ich war vorhin auch mal drin, muss ich jetzt zugeben, ist auch sehr, sehr bequem. Ihr habt hier an der Zunge nochmal so eine Schlaufe, wo ihr das Ganze schön festzurren könnt. Die Straps hier habt ihr nur ein, aber aus Stoff. Was ich auch sehr gut finde, weil was bei dem Romaleos 4 ab und zu mal passiert ist, man sieht es hier vielleicht ein bisschen, das Leder habe ich schon, oder diese Verkleidung habe ich schon weggerissen, weil die sich irgendwann mal angefangen hat hier zu lösen. Ne? Und das fand ich nicht so toll. Kann hier nicht passieren. Dazu sind sie gut vernäht, also nicht am Schuh, aber an der Plastikhülle außen dran. Und die geht direkt in den Schuh über, also kann hier auch nichts wegreißen. Es ist auch ordentlich vernäht. Da kann also nichts schief gehen. Deswegen hier schon mal Daumen hoch. Jetzt die Frage, für wen wurde dieser Schuh eigentlich konzipiert? Laut meinem Hausmeister, der die Schuhe mir nämlich heute auch vor die Haustür gestellt hat. Ich muss sie nicht suchen, auch wenn Ostern, ich muss sie nicht suchen, bin ich sehr froh drüber. Ist dieser Schuh das Bindeglied zwischen den Nike Metcons und den Nike Romaleos 4. Das heißt, er ist nicht zu flexibel, aber er ist auch nicht zu starr. Wobei ich sagen muss, der unterscheidet sich
von der Kompaktheit nicht groß vom Romaleos 4. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr Crossfitter seid und ihr macht mehr Heavy Lifts als Joggen oder Rudern zum Beispiel, er ist nicht so flexibel wie der Metcon, aber auch nicht das High-End-Produkt vom Romaleos 4, auch wenn er nah dran ist, muss ich wirklich sagen. Joggen gehen würde ich in dem aber trotzdem nicht. Also mal kurz durchatmen von den 3 Runden. Alter Schwede. Ja, man kann ein bisschen besser laufen als in den Romaleos 4, aber die Frage ist, wie lange, weil, ja, Mensch, ist ja völlig klar, in normalen Sneakers lässt sich dann doch ein bisschen bequemer laufen als in den Savaleos und vor allem als in den Romaleos 4. Aber man muss sich halt dann entscheiden. Will ich mehr Richtung Kraft machen und ein bisschen beugen oder will ich mehr joggen? Und auch der Praxistest der Nike Savaleos war für mich zufriedenstellend. Gibt es keinen Grund, warum ich sagen sollte, dass der Schuh nicht so gut ist. Er tut im Endeffekt das, was er tun soll. Stabilität bringen, gut aussehen und euch dermaßen supporten, dass es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Personal Record bei euch quasi purzelt und demzufolge zurück ins Studio. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Schuh für Bodybuilder der richtige sein könnte, die in ihrem Training nämlich fleißig Kniebeuge machen. Das weiß ich nämlich unter anderem von Tim Budesheim oder David Hofmann. Da ist das definitiv ein ordentlicher Schuh, weil, jetzt kommt noch was, ist mir eben eingefallen, wenn ihr von der Standfläche ausgeht, ist diese beim Savaleos tatsächlich größer. Ihr habt mehr Standfläche mit dem Savaleos. Das heißt, noch mehr Stabilität. Wobei alles, was mehr Stabilität als der Romaleos 4 hat, ist eigentlich schon wieder, da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber ihr habt die Möglichkeit, hier nochmal richtig schön festzustehen. Die neu sind im Gewichtheben und sich natürlich nicht gleich das High-End-Produkt leisten wollen oder leisten können, was ja auch völlig akzeptabel ist, für die wäre diese Alternative genau die richtige, weil ich weiß, dass der Schuh, der Savaleos, nicht so preisintensiv ist wie der Romaleos 4. Ich müsste lügen, ich glaube aber 119,99 €. Weil mit dem Schuh kannst du an sich eigentlich nichts verkehrt machen. Das Einzige, was man jetzt mal noch prüfen müsste, ist die Absatzhöhe. Mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Savaleos die Sohle nicht rausmachen kann, die ist festgeklebt. Jetzt kann man natürlich mit brachialer Gewalt das Ding rausreißen. Ich glaube, die Entwickler haben sich was bei gedacht, dass man die Sohle nicht rausmachen kann. Aber ich mache es trotzdem. Wenn ich das jetzt vergleiche und hier im Savaleos ein bisschen mehr reindrücke, weil ja hier die Sohle noch drin ist, nimmt sich das von der Höhe nicht viel. Und wenn es ein paar Millimeter sind, aber die machen, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wichtig ist nur, dass überhaupt eine gewisse Höhe da ist im Absatz und die ist definitiv da, deswegen läuft das super. Wir könnten jetzt mal noch prüfen, wie viel ich noch in meinem Loco drin habe. Bisschen noch, wie schwer die Schuhe sind. Da hole ich nämlich jetzt meine kleine Hobbykoch-Küchenwaage raus. Wir fangen mit dem neuen an, Savaleos, let's go. 407 Gramm. Hier ist die Sohle übrigens draußen. 432 Gramm. Ja, damit ist tatsächlich der Romaleos 4 auch ein bisschen schwerer, aber nicht viel. Also wer sagt, das ist mir schon zu viel, das Feingefühl hätte ich auch gerne. Macht für mich, glaube ich, jetzt keinen großen Unterschied. Ist jetzt nicht so, dass ihr am Boden festkleben werdet. Mit dem ja schon mal gleich gar nicht. Was hier wird noch zu sagen? Ach, genau. Freunde, der Spoiler. Für was ist der Spoiler? Das ist der sogenannte Push-Up-Clip. Wird jetzt den Crossfittern wahrscheinlich eher ein Begriff sein als den Gewichthebern. Wenn die nämlich diese Handstand-Push-Ups machen und mit der Ferse quasi an die Wand kommen, ist das hier scheinbar von Vorteil. Ich kenne mich in der Szenerie nicht so aus, aber wenn das so ist, dann ist es bestimmt eine gute Sache. Für mich ist es lediglich die Möglichkeit, den Schuh noch einfacher mit dem anderen Fuß auszuziehen. Das hat nämlich vorhin hervorragend funktioniert, weshalb ich den Clip ziemlich geil finde. Ach, und
Ich bin mir ziemlich sicher, also diesen Clip gibt es so ähnlich auch bei den ganz normalen Nike-Sneakers. Bin mir nicht sicher, wie das Modell heißt, aber da ist hinten auch so ein Spoiler dran. Gut, damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was man zu diesem Schuh sagen kann. Was ist bei mir hängen geblieben? Er sieht optisch gut aus. Punkt Nummer 1, das ist immer ganz wichtig, auch bei mir. Er ist stabil, was bei einem Gewichtheberschuh durchaus von Vorteil sein kann. Er ist gut verarbeitet, das heißt, ihr habt auch lange Freude an dem Produkt. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen doof finde, ist, dass die Sohle fest ist, weil es gibt sicherlich auch unter euch den einen oder anderen, der eigene individuelle Sohlen hat. Und ich will sie jetzt nicht rausreißen, ich weiß nicht, was drunter ist, ob das überhaupt funktioniert, aber auf diese Sohle noch eine Sohle drauf ist immer so ein bisschen tricky. Auch wird dann der Schuh ein bisschen enger und drückt, das ist halt auch nie Sinn der Sache. Aber wenn man die einfach so, ich mache das jetzt einfach. Das ging aber easy. Naja, groß geklebt ist die nicht. Also man sieht hier so ein paar Klebestreifen, aber so sieht das Innenleben aus. Nicht anders als bei dem Romaleos 4. Und da kann man zweifellos noch eine individuelle Sohle reindrücken damit. Super Sache. Ich empfehle ihn für Einsteiger, die frisch sind im Gewichtheben. Mit dem Schuh macht man nichts verkehrt. Ich empfehle ihn für alle, die ein bisschen mehr Kraftübungen machen aus ihrem Training heraus. Da spreche ich jetzt Bodybuilder an, genauso wie Fitnessstudiogänger, Profisportler aus nicht kraftbetonten Sportarten, wie zum Beispiel Fußball. Wäre das vielleicht eine Idee? Ne? Kleiner Gruß an Martin Sporer, du weißt Bescheid. Ja, für die Crossfitter, keine Frage. Ich sage nur eins. Laufen, wie gesagt, in dem Schuh würde ich jetzt nicht zwingen, aber ich saß ja selber schon mal auf so einem Airbike, wenn man irgendwann mal mit dem Leben ringt, ist es dann auch scheißegal, ob man in Schuhen noch laufen kann oder nicht. 75 Kalorien, Assaultbike ist dieses kleine Ding da hinten. Im Grunde ist es wie Fahrradfahren, nur viel leichter. Also, oh Leute. Oh shit. Nicht schlecht. Ja, gefällt mir gut. Mal vielleicht auch mal zu essen. Okay, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt mit dem kleinen Review was anfangen. Demzufolge, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Grüßt eure Großeltern von mir. Sagt Ihnen der neue Nike Zavaleos ab sofort erhältlich im Weightlifting Shop. Zuschlagen, solange sie noch da sind. Ansonsten verbleibe ich mit einem bleibt gesund und bis